Heute im Offroad-Test dieser unfassbar coole Offroad-LKW mit Doka, sprich Doppelkabine und Pritsche hinten drauf. Das wird richtig geil. Das solltest du nicht verpassen. Viel Spaß! In aller Kürze, was haben wir hier eigentlich vor uns? Zum Chassis, wir haben hier ein TRX4 Sportchassis, an dem wurde nichts verändert. Wir haben den klassischen 550er Bürstenmotor 21T drin verbaut. Der Regler ist auch Original Traxxas, Reifen Original Traxxas, nicht aufgebläht, nichts dran verändert. Wir fahren heute mit einem 3S LiPo-Akku mit 3300 Milliampere. Die Besonderheit ist hierbei natürlich diese unfassbar gute Karosserie. Es handelt sich hierbei um eine 3D gedruckte Karosserie, erstellt mit den Dateien von Jesse CAD. Auf Calz 3D kannst du dir die Dateien zum Drucken herunterladen. Alle Infos dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Und wer was richtig Scaliges haben möchte, diesen geilen Offroad-LKW mit Doka, der schaut da am besten mal vorbei. Dort gibt es noch ganz viele andere Varianten, auch die Single Cab. Hierzu habe ich schon mal ein Video gemacht. Und wenn du verpasst hast, wie ich diese Karosserie auf dem Chassis montiert habe, dann verlinke ich dir das Ganze jetzt oben in der Infobox. Jetzt geht's auf den Track. Vor 2 Stunden hat es hier noch geregnet. Daher gehe ich davon aus, dass wir ganz gut Grip haben, dass es nicht zu lose ist. Wir haben natürlich heute viel Gewicht auf der Vorderachse, aber gerade bergauf dürfte ihm das sehr helfen. Wunderbar, bisher gar keine Probleme. Jetzt kommen wir zu unserem ersten kleineren Hindernis, aber wir befinden uns ja jetzt hier noch am Anfang, also Schwierigkeitsstufe leicht. So, mit ein bisschen Gefühl kraxelt der Kleine hier hoch, hat überhaupt gar keine Probleme, nichts schleift, nichts kommt irgendwo dran, läuft richtig, richtig gut. Schon sind wir bei unserer ersten richtigen Herausforderung. Wir versuchen es erst immer links, da ist es ein bisschen schwieriger. Und wenn er da scheitern sollte, haben wir dann die Option, rechts herzufahren. Aber natürlich erstmal links. Wir sind hier in einem Crawler-Härtetest und da muss man auch mal beweisen, was man drauf hat. Kein Schlupf auf jeden Fall. Fantastisch. Es schleift nirgendwo, es hält alles gut. Heieieiei. Obwohl er Gewicht hat auf der Vorderachse, kam er jetzt hier leicht ins Kippen. Ganz vorsichtig, ich will hier auch nichts kaputt fahren an der Karo. Auch wenn man sich die Ersatzteile nachdrucken kann, wenn man das will, muss es ja nicht sein. So, ein bisschen Schwung. Aber er scheint heute noch nicht ganz zu wollen. Vielleicht liegt es auch etwas an dem feuchten Sand, den wir haben. Schauen wir uns das Ganze mal aus einer anderen Perspektive an. Man sieht hier auf jeden Fall ganz deutlich, dass es eine schwierige Stelle ist. Und jetzt das, was ich gehofft habe, dass dieses leicht Feuchte uns helfen könnte, wird uns jetzt zum Verhängnis. Ich glaube gar nicht, dass er zu viel Gewicht hat. Das ist gar nicht das Problem. Sondern wir haben hier tatsächlich gar keinen Grip mehr durch die Reifen. Da ist aber schon was Neues in Planung. Bleib auf jeden Fall dran. Das gibt's in einem weiteren Video. Aber ich möchte hier heute nichts kaputt fahren. Und von daher nehme ich, glaube ich, tatsächlich mal lieber den linken Weg. Wobei ich das mit der Single Cab bei trockenen Witterungsverhältnissen hier schon geschafft habe. Aber ich möchte den Wagen einfach nicht versauen, dafür ist er zu schön. Fahren wir nun also rechts herum. Und das macht er natürlich ohne weiteres. Ich bin mir sicher, er hätte es irgendwann auch auf der linken Seite gepackt. Aber der Weg hier, der war mir jetzt sicherer. Diese Stelle hier hat wirklich gar nichts mit Gelände zu tun. Aber ich finde hier die Vegetation einfach schön. Und hier kann man mal so ein bisschen gucken, wie sich dieser Offroad-LKW in seine Umgebung anpasst. Und das sieht einfach sehr scale aus. Das ist richtig schön, klasse. Der erste Vorgeschmack auf das, was uns gleich blüht. Wir werden nämlich gleich einen Steilhang hochfahren und das hier ist schon mal der erste kleine Teaser. Aber das interessiert ihn gar nicht, das macht er super, richtig schön. Hier fahren immer die Mountainbiker hoch und zu Fuß kriege ich da tatsächlich schon meine Probleme. Hier ist ein bisschen Gewicht auf der Vorderachse natürlich gar nicht schlecht. Dann laufen wir nicht Gefahr, dass er hinten rüber kippt.
Aber bergab sieht es dann schon wieder ganz anders aus. Das macht er super. Kein bisschen Schlupf, kein gar nichts. Wir drehen jetzt hier oben einmal und achten natürlich darauf, dass wir ganz gerade wieder runterkommen, dass wir auf keinen Fall in Schräglage kommen. Und jetzt gucken wir mal, wie die Doppelkabine sich dann auswirkt, ob wir dadurch hier unsicherer runterkommen. Wir können ihn ganz langsam laufen lassen. Der Regler macht den Rest. Die Bremse habe ich nicht auf 100%, sodass wir hier eine Art Bergabfahrhilfe haben. Und das macht er wunderbar. Ich habe hier überhaupt gar keine Angst, dass dieses Fahrzeug in irgendeiner Form Schaden nehmen könnte. Man kann ein bisschen Gas geben zwischendurch. Schon ist alles erledigt. Super gemacht. An dieser Stelle schaue ich immer, wie sieht es denn eigentlich mit der Seitenneigung aus? Wann kippt ein Fahrzeug? Jetzt müssen wir uns natürlich überlegen, dass das hier ein normaler TRX4 Sport ist und dass wir hier keine Lexan-Karosserie haben, die ganz federleicht ist, sondern hier natürlich eine 3D-gedruckte Karosserie. Ich habe auch hier, um ehrlich zu sein, ein bisschen Angst. Ich möchte nichts kaputt fahren, deswegen fahre ich hier lieber auf Sicherheit. Und ich muss ganz klar sagen, das reicht mir so völlig aus. Wie schräg will ich denn fahren? Dann kann ich mir auch einen anderen Crawler nehmen, um damit dann schräger zu fahren. Aber im Scale-Bereich, so hier mit diesem Offroad-LKW, das macht er doch wirklich schön, das gefällt mir richtig gut, gar keine Probleme. Diese Stelle hier, da kommt es natürlich auf fahrerisches Können an, das ist jetzt bei mir so semi-gut, aber natürlich auch ganz viel auf Reifen, aber auch auf Spurbreite. Mit einem kleinen Crawler kommst du hier super hoch, mit einem breiten wird es dann schon schwieriger und auch hier wieder heute mein oberstes Gebot, nicht kaputt fahren, dafür ist er zu schön. Aber es kommt auch immer auf die Tagesform an. Jetzt dreht er sich so ein bisschen. Da müssen wir nochmal neu ausrichten. Mit der Single Cap habe ich es vor kurzem geschafft. Da hat er das sehr, sehr gut gemacht. Aber heute sind die Reifen feucht. Und meine Form ist auch etwas anders, würde ich sagen. Aber am Chassis haben wir ja nichts verändert. Wir haben ja nur ein bisschen mehr Gewicht auf der Vorderachse. Oh, ich habe Angst, ich habe Angst. Wobei er da auch das eine Mal fast gekippt wäre. Aber jetzt haben wir doch einen guten Weg. Jetzt haben wir einen guten Weg. Jetzt hat er gleich verloren. Geschafft, wir sind oben. Geil, geil, geil. Unser Test mit Böschungs- und Rampenwinkel. Böschungswinkel vorne überhaupt gar kein Problem. Aber der Rampenwinkel in der Mitte vom Chassis, da dürfen wir natürlich nicht vergessen, es ist und bleibt ein TRX4 Sport. Auch wenn er nicht mehr danach aussieht. Und wir können die Bodenfreiheit nicht einfach hochzaubern. Klar, wir können andere Dämpfer verbauen etc. Aber es bleibt erstmal alles Stock. Schön, guck mal hier, der Auspuff, der bleibt nicht hängen. Er zieht sich hier richtig schön rüber. Perfekt. Also da hat sich Jesse CAD richtig was beigebracht. Da geht nichts kaputt. Das klappt wunderbar. Nachdem er das bis hierhin alles gemeistert hat, sollte es doch hier gar keine Probleme mehr geben, oder? Und das sieht da auch nicht nach aus. Er kämpft sich durch. Hahaha, geschafft, super. Mein ganz persönliches Fazit zum Offroad-Härtetest mit diesem wunderbaren Gefährt. Das Chassis ist altbewährt, grundsolide Technik, nicht zu viele Einstellungsmöglichkeiten, nicht zu viel Klimbim. Es läuft einfach, es fährt. Bin super begeistert. Und dann noch diese fantastische Karosserie obendrauf. Ich habe mir erst Sorgen gemacht, dass die Karosserie eventuell zu schwer ist, aber sie funktioniert wirklich gut. Wir haben extrem viele Scale-Details, die aber auch während der Fahrt überhaupt und gar nicht stören. Es sieht super scale aus, es fährt sich prima und wenn im Notfall tatsächlich mal was kaputt gehen sollte, dann hast du ja die Dateien bei dir zu Hause und kannst dir dann notfalls auch mal das ein oder andere Ersatzteil nachdrucken. Das finde ich einfach fantastisch und ich bin rundum zufrieden. Das Einzige, was mir heute ein bisschen aufgefallen ist, dass er hier die ein oder andere Schwierigkeit hatte mit dem Grip. Ich denke einfach, dass das an den klassischen Reifen liegt und dass es hier vor 2 Stunden noch geregnet hat. Es ist dann also doch alles etwas rutschiger und dementsprechend kann ich ihm hier gar keinen Vorwurf machen. Mit der Single Cap vor kurzem hat nämlich alles super geklappt. Da ist er an der Steigung auch die linke Seite hochgekommen. Das war fantastisch. Wenn du jetzt auf den Geschmack gekommen bist und dir die Dateien von Jesse CAD mal anschauen möchtest und dir überlegst, etwas selber zu drucken, dann schau doch jetzt mal unten in die Videobeschreibung. Dort gelangst du direkt
auf Kals3D, wo du dann die Dateien vom Jesse findest. Bis dahin, ciao.